Hallo, heute machen wir ein leckeres Dreikornbrot. Dazu benutzen wir 400 ml Wasser plus minus 5 Gramm Basinage. Dazu kommt 0,7 Gramm Frischhefe. Die Hefe sollte ganz frisch sein. Und dazu noch 1 Gramm Ascorbinsäure. Ascorbinsäure ist auch Vitamin C und das tun wir jetzt alles ein bisschen auflösen. Dazu kommt ein Weizenmehl Typ 550, 400 Gramm. Dazu noch ein Dinkelmehl 90 Gramm Typ 630 und noch 90 Gramm Roggemehl Typ 1150. Es gibt ein Top-Brot. Ich rühre das jetzt im MC an, gehe dafür auf die Knetstufe, aber passt auf, wenn ihr das mit der Maschine macht wie ich, das darf nicht länger wie 1,5 Minuten laufen. In der Pause gebt ihr noch das Salz dazu, normal 12 Gramm Salz, ich habe 15 Gramm Salz benutzt, weil es für mich einfach so besser schmeckt. Übrigens, das Brotrezept stammt von Lutz Geisler, ist ein tolles Rezept. Wenn das alles gerührt ist, packen wir das in eine Glasigbox, falten das nochmal zu einer Kugel und lassen das für 24 Stunden bei Zimmertemperatur ruhen. Zwischenzeitlich tue ich das 6 Mal dehnen und falten. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie ich das mache. Der hat jetzt ungefähr 5 Stunden geruht. Jetzt tue ich den dehnen und falten. Einfach ein bisschen übereinander lege, von alle Seiten falten. Das könnt ihr machen, wenn ihr in die Küche kommt, habt ein bisschen Zeit, müsst ihr euch nicht an bestimmte Zeiten halten. Und wie gesagt, das mache ich dann 6 Mal in 24 Stunden. Nach 24 Stunden sieht unser Teig jetzt schon so aus. Ich bemehl den oben gleich ein bisschen. Ganz leicht. Die Teigmatte auch ein bisschen. Und dann geben wir den Teig vorsichtig auf die Arbeitsmatte. Jetzt tue ich das Mehl so ein bisschen unterschiebe, dass das nicht klebt auf der Arbeitsmatte und forme das schon mal zu einem Brotlaib. Ich ziehe das immer so unten zusammen. Kann man jetzt vielleicht nicht so gut erkennen. Aber der Teig klebt ja auch so ein bisschen an der Spatel und dann ziehe ich das von unten immer so zusammen. Dann ziehe ich den Teigling von hinten nach vorne. Und wie gesagt, der klebt ja auch ein bisschen, dann zieht der sich zusammen. Und danach muss es jetzt nochmal gute 15 Minuten Ruhe, damit der Teig sich entspannen kann. Zwischenzeitlich schneide ich mein Backpapier zurecht. Ich habe diesmal mal wieder meinen gusseisernen Topf benutzt, obwohl ich von dem Ding gar nicht mehr so begeistert bin. Ich habe mich nämlich das letzte Mal sehr, sehr stark verbrannt. Und normalerweise sollte man auch den Topf schon vor dem Backen gleich mit in den Backofen stellen. Und wie gesagt, ich schneide mir jetzt ein bisschen Backpapier zurecht, tue das ein paar Mal falten. Gibt es auch ein Video, könnt ihr mal gucken, wie man das Papier faltet, so dass das genau hier reinpasst in den Topf. Den Teig auf das Backpapier und hebe es damit in den Topf rein. Sollte der Topf heiß sein, müsst ihr Handschuhe anziehen. Die hatte ich das letzte Mal auch an, nur ist die Hitze von dem Topf durch den Handschuh gegangen und ich habe mich sehr, sehr verbrannt. Also zieht besser 2 Handschuhe an. Ich habe mir jetzt noch ein paar Gummihandschuhe zugelegt
und ein paar Stoffhandschuhe und dann geht das. So, nach 15 Minuten Ruhe tue ich nochmal ganz kurz Mehle. Macht nicht zu viel Mehl drauf. Da mache ich jetzt nochmal dasselbe. Fahre mit der Spatel unter und ziehe den Teig immer so ein bisschen zusammen. Dann ziehe ich den wieder ein bisschen über die Arbeitsmatte. Und forme das schon so zu einem Brotleib. Jedes Brot wird immer ein bisschen anders. Das müsst ihr auch dann ein bisschen rausfinden, was die beste Ruhe ist. Das sieht mal schon gut aus. Jetzt nehme ich das Backpapier und tue dann den Teigling auf mein Backpapier. Und wie ihr schon gemerkt habt, der Topf ist nicht heiß. Ich probiere das diesmal so und mal gucken, ob das genauso gut geht. Ich lasse das jetzt auch im Topf nochmal eine Stunde Ruhe. Das ist die Stückere, nennt man das. Den Backofen tun wir schon vorher aufheizen. Auf 250 Grad. Wir backen mit 230 Grad. Ich benutze dann so eine Pfanne, wenn das so heiß ist. Das kann man unmöglich angreifen. Man kann es auch nirgendwo hinlegen. Deswegen benutze ich die Pfanne und lege den Deckel dann da drauf. Bevor das Brot fertig gebacken ist, so 15 Minuten vor, das Brot nochmal aus dem Topf raushole und dann rundherum knackig anbrate. Aber das ist halt sehr schwer, das Brot aus dem heißen Topf zu holen und dann nochmal anzubacken. Deswegen habe ich es jetzt eben so gemacht. Ich habe durchgebackt und die Innentemperatur sollte 96 bis 98 Grad haben. Ich klopfe da nicht drauf, ich messe immer die Innentemperatur. Das ist diese richtige Temperatur, so soll das Brot sein. Kommen wir mal schon zum Anschnitt. Und es ist auch sehr knusprig, wie ihr seht. Es ist sehr, sehr schmackhaft. Es sind ja auch 3 verschiedene Sorten Mehle drin. Ein Dreikornbrot halt, ohne Körner. So ist es auch im Buch beschrieben und so habe ich es auch nachgemacht. Das Einzige, was ich verändert habe, ein bisschen die Wassermenge und die Hefemenge klein bisschen erhöht. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Brot ist von Lutz Geisler aus dem Buch Brotbacken in Perfektion. Als nächstes habe ich vor, ein Ciabatta zu machen. Könnt ihr schon sehen. Der Anschnitt links ist unser Brot nochmal zu sehen, was wir eben gemacht haben. Dann sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.